Und da ist es tatsächlich soweit. Wir haben eine Entwicklernotiz bekommen. Flight Universe Version 1.3 New Horizons soll das neue Update heißen. Wir gehen da zusammen rein. Ist natürlich alles auf Englisch. Ich versuche mein Bestes, dass wir hier so viel wie möglich irgendwie mitnehmen und zwischen den Zeilen lesen, was alles auf uns zukommt. Ja, es fängt an mit Hello Flyers. This is GM Shadow here. And today we are pleased to announce that the new expansion Flight Universe New Horizons is near completion. Wir wissen auch, was das heißt, wenn etwas fast fertig ist. Das war ja damals mit der Roadmap 2022 auch so gewesen, dass das Update fast fertig war und dann hat es trotzdem noch ein halbes Jahr gedauert und das Update war trotzdem scheiße und ist theoretisch jetzt, na gut, ein halbes Jahr ist das Update noch nicht draußen, aber es ist schon ein Jahr vergangen, seitdem das letzte Update announced wurde. Und das PK-System hat immer noch keine Reize. Die Dungeons machen teilweise immer noch nicht Sinn, jedenfalls nicht mit den Cooldown, dass man zwei Limitierungen hat, einmal Cooldown, einmal die Münzen. Und noch vieles mehr. Dann noch die ganzen Ticket-Maps, die man da hat, die machen keinen Sinn. Secret Room ist ja auch kein belohnender, cooler Content. Da fehlt noch so viel an allen Ecken. Aber hey, wir kriegen ein neues Update. Basisgame noch nicht fertig. Die erste Erweiterung, oder eher gesagt die zweite Erweiterung noch nicht fertig. Aber wir kriegen schon das nächste. Aber gut, it is what it is. I will providing you with some sneak peeks of what is come with this new version. Okay, I will be covering an exciting aspect of the new update, the new areas to explore. Keep in mind that these are only sneak peeks and do not represent all the new features or details that you will see in this expansions. Ist klar, also alles, was wir jetzt sehen, könnte theoretisch immer noch umgeändert werden, pipapo. Coral Island, was glaube ich die allermeisten tatsächlich sogar geschätzt haben, dass die neue Expansion, der neue Levelbereich dann Coral Island sein wird und ihr hattet auf jeden Fall recht. The Coral Island has remained a mysterious land that for years was shrouded in a magical mist. Recently someone or something caused the mist to rise, revealing Coral Island and all of its glory for the first time in years. Tucked away on the tropics of the island is a small village of inventive and inspired locals who thrive on activity and nature of the surrounding wildlife. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass wir wieder nicht so eine. Wir haben einfach keine Main City. So Saint City ist theoretisch die Main City, aber alles andere sind nur so kleine Pissdörfer. Ne? Also wie Flaris mit Flarin ist so kleines Dorf und Darkon City ist eigentlich gar keine Stadt, da gibt es keine Häuser so. Außer vielleicht vom Schmied und vom Food oder sowas, aber ansonsten, das wäre dann mal mit so einer richtigen Festung und mit Mauer und allem drum und dran, so eine richtige Stadt. Adventurers have been sent to Coral Island by the friendly major of Darkon City to seek out a lost friend, the adventurous blacksmith known as Bobu. Discover what secrets Coral Island hides in its murky waters and uncover the strange of the ultimate power. Was das wohl bedeuten soll? Ultimate Weapon Upgrade. The island will have many new monsters, quests and areas to explore, also auch neue Quests, das ist cool. Here are some looks at the beautiful locations you can expect to see. Hier so ein bisschen, da haben sie auch nicht so ein High Quality aufgenommen, ne? Also, aber gut, wir sehen hier, das hat einen sehr, sehr, sehr starken Vibe von Coral Island, von Flive PC, mit den Krabben, dem Wasser und Sand. Wasser ist natürlich hier mit den neuen SFX, sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Ansonsten, ja, ich sag mal, Monster Assets, da haben sie sich jetzt nichts Neues einfallen lassen, großartig. Ist ja im Prinzip auch okay. Was haben wir hier? Ja, ich weiß nicht, ob das dann ein Dorf hier darstellen soll. Hier sieht man einen Briefkasten und ein Peng. Hier ist Briefkasten und Peng, das heißt, das wird wohl unsere Station sein, wo wir mit einem Blinkwing hinkommen können und sowas, wo wir wahrscheinlich so Upgrade-NPCs finden. Finde ich wieder ein bisschen schade, dass wir keine richtigen Dörfer, Häuser und Städte und sowas bekommen. Gut, muss man sagen, würde jetzt eine Stadt, eine Main City da reinpassen, gerade wenn sie jetzt die Story aufbauen, dass das so ein verschwundenes, in Nebel gehülltes Land war und sowas alles. Naja, auf jeden Fall muss man sehen, was da auf uns zukommt. Das Bild hier ist tatsächlich ziemlich duster. Ich würde sagen, wir werden das einfach mal selbstständig etwas aufhellen.
Wenn wir hier die Helligkeit ein bisschen erhöhen, können wir auf jeden Fall schon mal die Monster sehen. Die kennt man auch. Das waren, glaube ich, Level 57, 56er Monster. Ich weiß jetzt deren Namen nicht so ganz genau. Ähm, Haben aber einen anderen Skin. Ich glaube, die waren eigentlich original in Orange gewesen anstatt grün. Ansonsten im Hintergrund kann man nicht allzu viel erkennen. Sieht aber ja schon mal sehr dschungelmäßig aus, wie auf Caldera damals so der Bereich. Dann haben wir hier tatsächlich noch eine Unterwasserwelt, die sehr an Herneos erinnert. Und die Monster kennen wir natürlich auch von den Assets, also da ist auf jeden Fall nichts Neues mit dabei. Hier haben wir tatsächlich nochmal ein dunkles Bild, was wir auch nochmal etwas erhellen können. Wenn wir das ein bisschen heller machen, sieht man auf jeden Fall auch ein bisschen besser, dass hier ein paar grüne Monster sind, die Haifische mit Füßen. Wer kennt's nicht? Das hinten sieht hier, weiß nicht, ob das aussieht wie ein Dungeon-Eingang, aber wir können es vielleicht so machen, als ob es aussieht wie ein Dungeon-Eingang. Machen wir einfach. So. Generate Dark Underwater Dungeon and Race. Ist für nichts geworden. Und dann haben wir hier nochmal ein ziemlich düsteres Bild. Da gehen wir auch nochmal rein in die Helligkeit. Und da sehen wir hier auf jeden Fall, und das ist etwas, finde ich, sieht aus wie so ein Volcano-Dungeon unter Wasser. Als ob man den unter Wasser gesetzt hätte. Aber ja, finde ich, atmosphärisch ist es eigentlich ganz cool. Hier sehen wir Monster, da sehen wir hier ein paar Monster. Alles sehr verwinkelt. Könnte aber auch guter Platz sein für einen Dungeon-Eingang. Ist die Frage, wie viel Dungeon wir am Ende erwarten können. Wir gehen mal weiter im Kontext. As you can see, the island is expansive, with lots of new areas to explore, from the swampy forests, sandy beaches, shallow waters, and the dark deep sea. There's plenty of new activities and monsters to hunt. Hier sehen wir auf jeden Fall die neue Map. Die ist erstmal ziemlich groß auf den ersten Blick. Wenn man aber bedenkt, dass wahrscheinlich diese ganzen Bereiche hier nicht betretbar sind, würde ich jetzt vermuten, sondern wir uns tatsächlich hier eher so in diesen sandigen Bereichen hier aufhalten. Und alles, was hier auch so braun ist, wird wahrscheinlich auch kaum begehbar sein. Also dass wir uns hier wirklich auf diesen Wasserwegen und das hier ist auf jeden Fall sehr krass verzwickt hier. Das ist ja fast wie ein Labyrinth, wo man sich verirren kann. Ich vermute auch, dass wir hier uns vielleicht nicht viel bewegen können oder es ist andersrum, dass wir uns hier bewegen können und die anderen Sachen hier, da kann man sich nicht bewegen wahrscheinlich. Also es wirkt erst groß, meiner Meinung nach, aber ich glaube, viele Sachen kann man hier auch gar nicht großartig, ich weiß nicht, ob man rüberfliegen kann eventuell dann. Ja, wird man auf jeden Fall sehen. Es bietet aber auf jeden Fall viele verschiedene Bereiche, was schon mal cool ist. Und es ist wirklich fast so groß wie Darkon 1 ungefähr. Also Darkon 1 und 2 zusammen. Ich weiß nicht, ob man hier schon sehen kann, wo ungefähr unsere City denn sein wird, unser Dorf. Ob man das hier irgendwo ableiten konnte. Hm. Ist jetzt schwer zu vermuten. Aber auf jeden Fall erstmal ein großes neues Gebiet, eventuell ja auch mit ein paar Dungeons. The Wilds. Woher kennt man das nur? The drums of the Wilds ring out across the Coral Island and call to action for the new adventures reaching the island shores for the first time. Dangers await those who dare enter the ancient white dungeons, but treasure awaits those who conquer the perils inside. Okay, Schatztruhen, Perlen, Ancient Wild Dungeon. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nach etwas, was wir kennen. Und von der Aufmachung sieht es auch ziemlich ähnlich aus, muss ich sagen. Der Weg hier. Hier ist der Eingang. Hier haben wir ein Totem, hier haben wir ein Totem, hier haben wir ein Totem. Hier in dem Bereich haben wir irgendwo ein Totem.
Ja, mal ein Bossmonster. I call it. Within the elemental totems holds a sense of Guardian of the Wilds. Okay, also Totems und den Bossmonster. Destroy the totems and prepare to take on the powerful creatures that awaken. Face off against the mighty Twin Strike Den Mother. Okay, face off against the mighty Twin Strike Den Mother. Hört sich an wie eine Spinnmutter oder sowas. Müsste ich übersetzen, was das genau heißt, Den Mother. Auf jeden Fall hört sich das prinzipiell erstmal sehr nach Jester-Content an. Rein, Dark Illu, Bam, Totem 1, Totem 2, Totem 3, Totem 4. Aber dann scheint man hier noch ein Bossmonster zu haben, eine Spinne. Whose Spiting Poison will stop a clumsy adventurer in their tracks. Achso, das sind wahrscheinlich die normalen Monster, die hier rumlaufen. Defend against the onslaught of the power Tanuki Enforcer, whose expert swordsmanship may spell the end of those who come unprepared. Okay, also wir kriegen jetzt hier noch die normalen Monster quasi, die da drin sind, vorgestellt. Können wir da wahrscheinlich gleich sehen. Enter the Wildwood encampment, fighting your way through Wildwood stalkers until the Wildwood shaman appears to cast its dangerous magics. And if you brave the wilds up to this point, only the king of the beast remains. Aha, das ist die Frage, ob bei dem Dungeon wir das gleiche System haben, dass wir auch eine bestimmte Monstermenge töten müssen. Ansonsten hört sich das hier erstmal sehr nach Jester-Content an. Quasi nur reingehen, wie gesagt, mit Fastwalker, Dark Illu die Totems killen und vorne buffen lassen vom RM und dann zack, ab die Post. Und den Giant dann einfach mit Dark Illu und Top niederbrezeln. You can enter the dungeon through a guardian NPC as usual in the swampy area of Coral Island. In the swampy area. Was könnte hier eine swampy area sein? Ich würde sagen, der Bereich hier wahrscheinlich irgendwo. Wird hier eventuell swampy sein. Dass hier gegebenenfalls irgendwo der Dungeon-Eingang ist. Ansonsten haben wir hier noch Tramnook halt, ne? Was würdest du dazu sagen? Ist halt 1:1 Tramnook. Ja, in so ein bisschen hübscher mit den Lichteffekten und dem Gras, auch wenn die Bildqualität echt mies ist. Meine 602 mal 293, das kann doch nicht deren Ernst sein, ey. Was soll das? Und hier haben wir noch ein kleines Campfeuer. Also sieht natürlich ein bisschen schöner aus hier, auch mit den Lichteffekten und sowas alles und die Häusern und den Lampen davor. Wäre cool gewesen, wenn wir die Hütten dann vielleicht auch irgendwo auf der Coral Island hätten und so würde dann vielleicht der Stützpunkt aussehen, wäre vibe-technisch vielleicht ein bisschen besser als diese ollen anderen Dinger da. Aber gut, und so ein Lagerfeuer. You might notice some of the new lightning features on the final screenshot, which we will talk about at a later time. This is for today. We will delivering more updates soon. We hope you're looking forward to the new update. Sorry auf jeden Fall für die Englisch-Skills, aber ihr kennt mich nicht anders. Ja, so, was nehmen wir jetzt hiervon raus? Okay, wir kriegen also eine neue Map. Levelerweiterung, weiß man noch nicht, wie weit wird das gehen. 150, 160, Max Level Cap, eventuell 160. So, Ultimate Weapon Upgrade. Wir lesen uns das hier nochmal durch. Discover what secrets Coral Island hide in its murky waters and uncover the strange of Ultimate Weapon. Also ultimative, oder Ultimate Power steht ja hier. Ultimate Power. Was ist das? Man sieht ja schon mal 1:1, sie orientieren sich an Flive PC. So. Mit den neuen Waffen scheinen eventuell durch die Wilds, also durch Tramnook, neue Waffen, Ultimate-Waffen reinzukommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Ultimate Weapon Upgrade bekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch ziemlich ähnlich sein wird. Wir haben Shining Power Dice und das Shining Power Dice System ist ja schon im Spiel drin, dass wir Shining Power Dice erstellen können aus PD4 oder PD6, 5 Stück each mit PD8. Würde auch Sinn machen. Wir haben zu viele Power Dices immer noch drin im Spiel, die haben keinen Wert, würden dadurch sehr im Wert steigen. Notiz hier an euch. Für den Eigenbedarf ein paar Power Dices zu haben, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt an dieser Stelle. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass das Ultimate Weapon Upgrade schon so mit Shining Power Dice und sowas laufen wird. Es macht ziemlich Sinn, da auch irgendwo einen
einen Sync von einzubauen von den Power Dices, dass die halt irgendwie aus dem Spiel rausgenommen werden und wieder ein bisschen mehr an Wert gewinnen. Da wir ja für jeden Try erstmal müssen wir die Ultimate Weapon dann eventuell erstellen. Die neuen werden wahrscheinlich so droppen. Als Ultimate könnte ich mir vorstellen. Und die älteren Bloody-Waffen etc. kann man dann wahrscheinlich mit Ultimate upgraden. Das heißt, man bräuchte da eventuell auch Dias, sollte man in Betracht ziehen. Und was bedeutet das auch? Wann kommt dann das Update überhaupt? Ich denke mal, wir werden da noch eine gewisse Zeit drauf warten müssen. Es kommt jetzt davon abhängig, in was für einen Abständen jetzt neue Entwicklernotizen auf uns zukommen. Hier wird auf jeden Fall darüber gesprochen, dass es über neue Lightning-Features, also wahrscheinlich auch grafische Features, dann nochmal eine Notiz dafür gibt zum späteren Zeitpunkt. Vielleicht wird auch das Weapon-Upgrade-System dann nochmal extra angesprochen, wie sich das dann verhält. Vielleicht Dungeon Mechanics, Level Cap. Es kann alles sein, dass es dafür alles dann nochmal mehrere so eine Notizen geben wird in regelmäßigen Abständen. Das heißt, also im Oktober auf gar keinen Fall. Mich würde es persönlich auch nicht wundern, wenn wir es im November nicht und im Dezember nicht. Ganz ehrlich, auch von meinem Point of View wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn wir es dieses Jahr noch nicht bekommen, weil es ist nicht mehr, es ist nur noch ungefähr 2 Monate, 1,5 Monate hin bis Weihnachten. Dann kommt das Weihnachtsevent. Da macht es oft Sinn, sowieso nicht zu leveln, sondern eher meistens Richtung zu farmen. Jedenfalls war es letztes Jahr so, das ganze Giant Hunting-Thema und so war sehr belohnt. Und mich würde es da eventuell sogar stören, wenn wir jetzt dann, ich sag mal, am 10. Dezember die Erweiterung bekommen würden und am 14. Dezember, 15. Dezember bekommen wir ein Weihnachtsevent und ich würde dann lieber Amplis und sowas alles farmen wollen und würde dann 2, 3 Wochen gar nicht eigentlich das neue Content spielen, weil ich eher farmen würde vom Weihnachtsevent. Außer es ist natürlich komplett hundertprozentig so ausgerichtet, dass es nur Sinn macht, weiter zu leveln und das nebenbei zu farmen. Letztes Jahr war es aber so, dass es nicht so dermaßen der Fall war und man eher so zum Beispiel Giant Hunting und sowas alles gemacht hat, weil das sehr belohnt war. Aber ja, daher würde ich vermuten, auch mit den ganzen Notizen, die wir noch bekommen, dass es auf jeden Fall nicht sehr zeitnah ist, das Update. Also, dass es uns gleich in 2, 3 Wochen an den Kopf geworfen wird, bezweifle ich. Am Ende weiß ich es natürlich nicht und gerade bei Gala kann man es noch weniger hervorahnen. Manchmal brauchen sie einfach noch ab dem Zeitpunkt jetzt ein halbes Jahr. Im nächsten Fall, wie bei FWC, sagen sie einfach, yo, der Server kommt jetzt, viel Spaß. So. Also wird man natürlich sehen. Über ein Abo und einen Daumen nach oben, Kommentar würde ich mich sehr freuen. Abonnieren macht Sinn. Ne? Ihr wollt natürlich weiter erfahren, was noch so kommt und wollt dabei noch ein bisschen Unterhaltung haben mit meinen Englisch-Skills und meine Vermutungen helfen euch vielleicht auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so zu dem neuen Update haltet. Was sind eure Vermutungen? Wann kommt es raus? Habt ihr vielleicht noch irgendwas zwischen den Zeilen gelesen, worauf ich jetzt nicht eingegangen bin? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten bin ich dann auch gleich nach dem Video quasi live bei Twitch natürlich. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und ein Follow da lassen würdet. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss.